Hier gibt es nur 3 Arten von Konten: Bestandskonten, Erlöse und Kosten. Für jede Art kann der Benutzer 224 Konten erstellen. Die Bezeichnung erstellter Konten kann jederzeit geändert werden. Erstellte Konten können auch gelöscht werden. Hier können Benutzer eine Liste von Buchungstexten erstellen. Bei der Buchung wird der Buchungstexten aus der Liste ausgewählt, anstatt ihn manuell einzugeben. Hier gibt es keine aktive und passive Bestandkonten. Hier gibt es die Bestandkonten, dessen Gesamtbetrag im Buchungssatz größer oder kleiner wird. Jeder Buchungssatz umfasst 2 Konten. Die Nutzung dieses Buchhaltungsprogramms beginnt mit der Eingabe des Anfangsbestands. So wird der Anfangsbestand eingetragen. Bei einem Konto mit Bankguthaben sollte der Betrag steigen. Und beim Konto mit Anfangsbestand sollte der Betrag ebenfalls steigen. Es kommt zur Bestandsmehrung. Der im Buchungssatz ausgewiesene Betrag geht auch in die Schlussbilanz. Wenn Sie den Anfangsbestand eines Kredits eingeben, sollte sich der Betrag auf dem Kreditskonto erhöhen und der Betrag auf dem Anfangsbestandskonto verringern. Es kommt zur Bestandtausch. Bestandtausch deswegen, da der geschuldete Betrag bereits auf dem Bankkonto ist. Der im Buchungssatz angegebene Betrag wird in der Schlussbilanz nicht ausgewiesen. Anfangsbestand von Erlösen und Kosten wird nicht im eingetragen. Das Programm erfasst 3 Arten von Geschäftsfällen. Ein Bestandmehrung liegt vor. Wenn die Beträge zweier Konten höher werden und es sich um 2 Bestandskonten oder ein Bestandskonto und ein Erlöskonto handelt. Dies geschieht beispielsweise bei der Kreditaufnahme oder bei der Arbeitslohnüberweisung. Der Gesamtbetrag in der Schlussbilanz erhöht sich.
Ein Bestandminderung liegt vor, wenn die Beträge beider Konten reduziert werden und es sich um zwei Bestandskonten oder ein Bestandskonto und ein Kostenkonto handelt. Dies geschieht beispielsweise bei der Kreditrückzahlung oder bei dem Kauf von Haushaltswaren. Der im Buchungssatz ausgewiesene Betrag wird von der Schlussbilanz abgezogen. Ein Bestandtausch liegt vor, wenn beteiligte Konten zwei Bestandskonten sind und der Betrag auf einem Konto steigt und der Betrag auf dem anderen Konto sinkt. Dies geschieht beispielsweise bei der Überweisung von Geld von einem Bankkonto auf ein Sparbuch oder umgekehrt. An der Schlussbilanz ändert sich nichts. Die Schlussbilanz im Programm ist kein Konto. Die Schlussbilanz ist die Summe aller Bestandmehrungen abzüglich der Summe aller Bestandminderungen. GUF, Gewinn und Verlust, ist hier auch kein Konto. GUF ist hier das Endergebnis der Erlöse abzüglich der Kosten. Fehlerhafte Buchungssatz kann immer gelöscht werden. Kennwort zum Löschen ist die Zahl 3. Buchungseinträge werden immer im ausgewählten Monat erfasst. Das Jahresergebnis wird nach jedem Buchungssatz berechnet.
Das Programm kann mehrere Auswertungen der eingetragenen Daten erstellen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste in der Listbox wird eine Zeile ausgewählt. Die Daten aus der ausgewählten Zeile erscheinen in den Kombinationsfeldern. Bevor Sie das Jahr ändern, müssen Sie die aktuelle Auswertung Bestandskonten-Liste aufrufen. Der Blatt mit der Auswertung soll als PDF-Datei gespeichert werden. Beim Jahrwechseln wird neues Kalender erstellt und alle Buchungssätze werden gelöscht. Das Kennwort ist die Zahl 3. Im neuen Jahr muss in allen Bestandskonten der Jahresbetrag des Vorjahres als Anfangsbestand eingetragen werden. Beim Eintragen des Anfangsbestands soll beachtet werden, dass der Wert der Konten, welche keine Schulden sind, als Bestand Mehrung bei positivem Jahresbetrag und als Bestand Minderung bei negativem Jahresbetrag eingetragen wird. Der Wert der Konten, welche Schulden sind, wird als Bestand Tausch eingetragen. Bei der Eintragung im Konto Anfangsbestand Gesamtbetrag wird kleiner. Bestand Tausch deswegen, da der geschuldete Betrag bereits auf dem Bankkonto ist.
Der Anfangsbestand wurde korrekt erfasst, wenn die Schlussbilanz des Vorjahres der Schlussbilanz des neuen Jahres entspricht.